Die Morgendämmerung ließ goldene Lichtstrahlen über die weiten afrikanischen Graslandschaften strömen, und der sanfte Wind trug den Geruch von trockenem Gras und Staub mit sich. Die Mutter und das Junge lebten getrennt von ihrem Rudel, zogen monatelang auf der Suche nach Nahrung umher und erlernten dabei wertvolle Überlebenstechniken. Geduldig bringt die Löwenmutter ihren Jungen jede Bewegung bei, um Beute anzupirschen, jeden Schritt, um sanft über das trockene, knusprige, goldene, in der Sonne verbrannte Gras zu laufen. Misslungene Jagden entmutigen sie nicht, sondern sind für die Löwenjungen eine wertvolle Lektion, die sie jeden Tag aufs Neue lernen können. Nachts schlafen beide oft auf hohen Hügeln, um Raubtieren auszuweichen und im Dunkeln jede noch so kleine Bewegung leicht beobachten zu können. Gelegentlich finden sie in der harten Trockenzeit ein kleines Wasserloch, eine seltene Lebensquelle, die ihnen hilft, ihre Kräfte zu erhalten. Die Mutter-Kind-Beziehung ist eng, die Augen der Löwin wachen stets und sind bereit, ihr Kind vor allen lauernden Gefahren zu beschützen. Dieses harte Wanderleben machte beide stärker, widerstandsfähiger und mit jedem langen Tag voller Herausforderungen geschickter. Eines Morgens entdeckte die Löwin ein mageres Reh, das am Rand eines flachen Sumpfes, nur wenige Meter von ihrem Versteck entfernt, Wasser trank. Es signalisierte dem Kind, still zu stehen und zu beobachten, dann senkte es seinen Körper und bewegte sich langsam Schritt für Schritt, ohne den Blick von der Beute vor ihm abzuwenden. Jeder Schritt war so leicht wie der Wind und bewegte das knusprige goldene Gras nur leicht, ohne ein merkliches Geräusch zu verursachen. Der Hirsch hob aufmerksam den Kopf und zuckte leicht mit den Ohren, als er ein leises Geräusch von hinten hörte. Die Löwenmutter stürzte sich plötzlich auf das Tier und sprintete mit der Kraft und Entschlossenheit eines Raubtiers, das viele harte Trockenzeiten erlebt hatte. Der Hirsch geriet in Panik und rannte in Richtung des nassen Schlamms. Er versuchte, über den gefährlichen Pfad zu entkommen, geriet jedoch kaum in einen Hinterhalt. Die Löwenmutter war so mit der Jagd beschäftigt, dass sie die Gefahr, die direkt vor ihr lauerte, nicht erkannte. Sein Fuß berührte den weichen Schlamm und sank sofort tief ein, wodurch sein Körper das Gleichgewicht verlor und hinfiel. Er versuchte, sich zu wehren, aber der dicke Schlamm wickelte sich fest um seine 4 Beine und zog allmählich sein gesamtes Gewicht nach unten. Der Hirsch entkam und hinterließ einen erbärmlichen Anblick des unglücklichen Raubtiers. Das panische Löwenjunge rannte herbei und biss seiner Mutter in den Schwanz, um zu ziehen, doch überall spritzte Schlamm herum. Seine verzweifelten Hilferufe hallten durch das trockene Marschland, aber noch immer hörte ihn niemand. Die Sonne stand hoch am Himmel, und das grelle Sonnenlicht raubte der Löwenmutter schnell ihre Kraft. Der Schlamm wurde immer tiefer und der Gestank lockte Raubtiere aus der Ferne an. Dem Löwenjungen wurde klar, dass seine Mutter dort mit Sicherheit sterben würde, wenn er nicht sofort Hilfe suchte. Es warf einen Blick auf die entfernte unbefestigte Straße, auf der gelegentlich Menschen und Autos vorbeifuhren. Mit rücksichtsloser Entschlossenheit verließ es seine Mutter und schoss wie ein Pfeil direkt auf die Hauptstraße zu. Es überquerte das trockene, rissige Grasland, sprang über scharfe Dornen und rannte ohne anzuhalten, ohne Rücksicht auf die Gefahren, die überall lauerten. Nach über einer Stunde ununterbrochenen Laufens erreichte es den Weg, auf dem die Menschen oft zwischen den vereinzelten Dörfern vorbeigingen. Ein Anwohner sah plötzlich einen jungen Löwen mitten auf der Straße stehen, der leise brüllte und den Kopf drehte, als wolle er jemanden wegführen. Der Mann rief sofort die örtlichen Ranger an und schilderte das seltsame Verhalten des jungen Löwen. Nur wenige Minuten später tauchten 2 Pickup-Trucks der Ranger auf, die Seile, Anker und spezielle Rettungsausrüstung transportierten. Das Löwenjunge sah sie kommen, drehte sich sofort um und ging weg, blieb jedoch alle paar Dutzend Meter stehen und blickte zurück, um ein Zeichen zu geben. Ein Ranger erkannte schnell, dass es den Weg zur Hilfe anführte und gab allen ein Zeichen, ihm zu folgen. Sie beschlossen, über das verbrannte Grasland zu fahren und der Spur des Tieres zu folgen. Die Fahrt dauerte fast eine halbe Stunde und führte durch viele raue, felsige Abschnitte und einige kleine Schlammpfützen. Der schwache Schrei der Löwin ertönte schon von weitem und drängte sie, schneller zu werden, um sie rechtzeitig zu retten. Als sie ankamen, verschlug es allen die Sprache. Die Löwenmutter steckte tief im Schlamm fest, nur ihr Kopf ragte noch über die Wasseroberfläche. Das Löwenjunge eilte zu seiner Mutter und schrie wiederholt, als wolle es sie drängen, ihm schnell zu Hilfe zu kommen.
Obwohl die Löwenmutter erschöpft war, versuchte sie noch immer, leise zu brüllen. Ihr Instinkt, ihr Junges zu beschützen, ließ sie aufmerksam auf alles um sie herum reagieren. Die Ranger wussten, dass eine zu schnelle Annäherung Panik auslösen und das Tier tiefer sinken lassen könnte. Sie entschieden sich für die Verwendung eines sicheren Betäubungsgewehrs, gerade genug, um keinen Schaden anzurichten. Ein Pfeil traf die Löwenmutter zielgenau in die Schulter, gefolgt von einer leichteren Dosis für das Löwenjunge. Nur wenige Minuten später fielen beide in einen tiefen Schlaf, ihre Körper lagen völlig entspannt auf dem weichen Schlamm. Die Ranger wateten schnell in das schlammige Gebiet und banden ein Seil fest um den Körper der Löwin. Ein Kleinlaster zog langsam, die Räder drehten sich langsam, das Seil dehnte sich allmählich unter dem schrecklichen Gewicht. Durch die dicke Schlammschicht entsteht eine starke Saugkraft, die das Ziehen äußerst schwierig und mühsam macht. Den Rettern rann der Schweiß über die Stirn, ihre Hände umklammerten das Seil fest und weigerten sich, es loszulassen. Nach und nach wurde der Körper der Löwenmutter hochgehoben und entkam der Belagerung durch den schwarzen Schlamm. Nach mehr als 10 Minuten intensiven Kampfes wurde es schließlich vollständig und sicher an Land gezogen. Sofort machte sich eine andere Gruppe daran, die dicke Schlammschicht abzuwaschen, die am goldenen Fell klebte. Sauberes Wasser strömte ununterbrochen und spülte schwere Schlammflecken weg, die mit einem dumpfen Geräusch zu Boden fielen. Der Tierarzt untersuchte ihn gründlich und stellte glücklicherweise außer allgemeiner Erschöpfung keine ernsthaften Verletzungen fest. Auch die Löwenjungen wurden gesäubert und sorgfältig auf ihren Gesundheitszustand untersucht. Um beiden zu einer schnelleren Genesung zu verhelfen, wurden ihnen 2 Dosen Nahrungsergänzungsmittel und Elektrolyte injiziert. Sie stellten frisches Fleisch und Wasser neben den Ruheplatz von Mutter und Kind, bereit für das Aufwachen. Alle standen herum, die Augen voller Freude und Emotionen, als die Rettung erfolgreich war. Sowohl Menschen als auch Ranger bewundern den Mut des Löwenjungen, als es wagte, Menschen aufzusuchen, um seine Mutter zu retten. Die Wirkung der Betäubung ließ allmählich nach, die Löwin öffnete langsam ihre Augen, ihr Blick wurde weniger angespannt, als ihr klar wurde, dass sie in Sicherheit war. Das Löwenjunge wachte auf und kuschelte sich sofort an seine Mutter, wobei es zur sicheren Begrüßung ein leises Knurren ausstieß. Die beiden begannen, Fleisch zu essen und Wasser zu trinken, und jeder Bissen schien ihnen die verlorene Vitalität zurückzugeben. Das kühle Wasser wusch den starken Schlammgeruch weg, der noch immer an ihren Körpern hing. Die Ranger sahen schweigend zu, denn niemand wollte diesen rührenden Moment des Wiedersehens unterbrechen. Die Einheimischen lächelten zufrieden und waren stolz, zur Rettung 2 Wildtierleben beigetragen zu haben. Die Löwenmutter stand auf und schüttelte sich, um die letzten Wassertropfen fallen zu lassen. Ihr Körper sah viel gesünder aus. Sein Blick schweifte über die Menschen, die ihn gerade gerettet hatten, und schien von stiller Dankbarkeit erfüllt. Das Löwenjunge rannte mit leuchtenden Augen voller Energie und Freude umher. Die beiden wandten sich von dem Gebiet ab und machten große Schritte in Richtung der weiten Graslandschaft. Die Sonne ging langsam unter und hinterließ einen roten Streifen am Himmel, so schön wie ein wildes Gemälde. Diese Geschichte wird für alle, die diesen besonderen Moment miterlebt haben, eine unvergessliche Erinnerung sein.